willkommen hier an der Stadtgalerie. Hallo. Tatsächlich ist es die erste Einzelausstellung von ihr, die ich sehe. Ich kenne sie sonst aus Themenausstellungen oder eben tatsächlich aus Magazinen. Nicht? Ich kenne die Filmstills auch von ihr. Ich glaube, für alle war irgendwie die erste Begegnung, weil mit dem Titel Filmstills ist tatsächlich sie international bekannt geworden. Aber es ist nicht alle bekannt, dass sie wirklich mit Mode für ungefähr 50 Jahre mit Mode gearbeitet hat. Die Mode ist in ihrer Arbeit so präsent und ein wiederkehrendes Motiv, das wirklich so faszinierend war zu sehen, wie tatsächlich im Laufe der Jahre sie so konsequent gearbeitet hat mit der Mode. Und sie hat immer diese kommerziellen Aufträge genutzt, um neue Werke zu schaffen. Hier, das ist doch von, daran erinnere ich mich. Ich liebe das. Das ist ja wirklich ungelogen wie jetzt Balenciaga und so weiter. Ja, auch hier um die Ecke, dass dieses, was fast so Robert Longo-mäßig ist, wo sie da so steht mit der weißen großartig. Ich wollte gerade sagen, ich stand davor und dachte, das löst in mir das Gefühl aus, was ich mit 17, 18 in New York hatte oder so, dass ich mich total abgesnobbt fühle. Ja, und du hast recht. Also, sie wollte in ihren Worten richtig hässliche Bilder machen. Sie hat so übertrieben, dass die Bilder undenkbar waren für eine Modekampagne. Sie haben das als geschäftsschädigend einfach empfunden und die Bilder wurden sofort von der Redaktion abgelehnt. Das war viel zu viel. Also diese Figuren mit Blut in ihren Händen, zerzauste Haare, sie sehen ein bisschen mörderisch, suizidal. Also man sieht ja kaum noch, dass es wirkliche Mode ist. Das ist ja so ein bisschen Beatles. Ja, ein bisschen. Und da ist sie ja wahrscheinlich die erste oder so, die das wieder dann so konsequent hingekriegt hat und der man das dann auch glaubt. Wenn jeder Schritt also sozusagen vom analogen Travestie hin zum digitalen, dann so, wo man also ihr eigentlich bei jedem Schritt vorwerfen könnte, aber da ergibst du dich ja jetzt dem Sachverhalt oder dem Klima, das du eigentlich kritisierst oder das du eigentlich auseinandernehmen willst. Das irgendwie bei jedem Schritt, habe ich das Gefühl, können wir das vorwerfen, aber sie schafft es dann immer, das das konzeptuell. Ich glaube, du hast wirklich den richtigen Punkt betont. Deswegen sind die Bilder für die Modeindustrie, die Bilder von Sherman so attraktiv, weil sie sind so edgy und die Modewelt hat sich gleichzeitig auch verändert und nutzt diese Künstlichkeit, um Firmenwerte wie Originalität, Kreativität, aber auch Selbstkritik zu vermitteln und zu vermarkten. Also das nutzt quasi als Vorteil und das sieht nicht mehr als Gegenteil oder als geschäftsschädigend. Ich habe auch eher dieses Gefühl, Selbstkritik ist sozusagen, schlagen wir sie mit den eigenen Waffen. Wir fangen in den 70er, 80er, analoge Fotografie und hier landen wir im Digital. Aber wegen der digitalen Bildbearbeitung fragt man sich, was ist real, was ist nicht real, was ist authentisch. Und ich glaube, für sie Authentizität spielt überhaupt keine Rolle. Ihr Instagram-Account ist ja auch so großartig. Diese monströsen... total weg von Authentizität und irgendwelchen... Also sie treibt das auf die Spitze, was alle anderen auch auf Instagram da machen. Aber ich finde auch, also sie hat ja sich verkleidet, sich geschminkt und dann auch richtig performt. Nicht nur das Foto gemacht, sondern sie ist in die Gesellschaft gegangen und hat sich gezeigt und gefühlt und in die Rolle gespürt und war so. Ja, genau. Und immer sehr spielerisch. Sie testet einfach und wenn ihr gefällt die Richtung, dann geht weiter in dieser Richtung. Brisante Gegenwart. Cindy Sherman nutzt als Inspiration und Ausgangspunkt für diese Serie Project Twirl Instagram-Accounts von Influencerinnen, Fashionistas, Modebloggerinnen. Und dann hat sie einige Details sowohl analog als auch digital verändert. In Bayern, in Portugal oder in Tokio. Und sie hat sie weiter manipuliert, um wieder diese malerische oder sogar 3D-Effekte zu erreichen. Und das ist so interessant, dass die Zeit
sie eingeholt hat. Also, Genau. und sie aber genau damit umgeht. Also sie hat eigentlich am Anfang mit den Prothesen und so weiter das gemacht, was man im Prinzip jetzt mit Filtern oder mit so Filter-Apps oder so machen kann. Ja. Jetzt hat sie das eingeholt und jetzt geht sie über den nächsten Schritt und muss eigentlich gucken, wie kann ich was ist jetzt eigentlich mit meiner Praxis passiert Ja. und wie kann ich das jetzt wieder für mich domestizieren. Ich finde, es ist spannend, dass sie sich immer schon für diese Stereotypen interessiert hat und jetzt natürlich auf Instagram, wo es immer noch vervielfältigt wird, diese Stereotypen, wie schon in Magazinen in den 70ern oder auch die Stereotypen der weiblichen Personen der 60er Jahre, dass sie das natürlich interessiert und sie es wieder aufgreift, auch in diesem Instagram-sozialen Medium. Und sie kann es wahrscheinlich nicht fassen, dass es da einfach immer noch auf die Spitze getrieben wird. Genau, du hast absolut recht. Es geht aber letztlich um Sichtbarkeit. Und Sichtbarkeit kann Vorteile und Nachteile haben. Nachteilen können auf jeden Fall diese Idee der weiblichen Stereotypen, der Viktimisierung, die Frau als Opfer. Aber Vorteil kann auch diese Emanzipation sein, diese Idee von Freiheit, die Frauen durch Mode, durch diese Influencer erreichen können.